Hi ihr Lieben, in diesem Video würde ich euch gern mal, weil jetzt einige danach gefragt haben und ich mir ehrlich gesagt selber früher auch bei der Entscheidung so einen kleinen Guide gewünscht hätte, so ein bisschen Erfahrungsberichte, was Musikstudieren angeht. Und zwar warum, wieso, was bringt es, sollte man das tun? Da gibt es ja doch so einige Halbwahrheiten, Mythen und Spekulationen darüber, was so ein Musikstudium überhaupt ist und was man darin tut. Macht man den ganzen Tag nur Musik oder gibt es da auch andere Aspekte, die vielleicht irgendwie wichtig sind? Dann sagen ja viele, ja gut, das kann ich mir ja mittlerweile auch alles aus dem Internet ziehen. Schauen wir mal. Natürlich kann das Ganze jetzt nur ein Erfahrungsbericht von mir sein, persönlicher. Also andere machen vielleicht ganz andere Erfahrungen. Ich sage erst mal zu mir, ich habe an der Popakademie zuerst im Bachelor von 2018 bis 2021 Popmusikdesign mit Hauptfach Gitarre studiert. Und dann 2021 bis 2024, also bis letztes Jahr dann, ebenfalls mit Hauptfach Gitarre den Master Popular Music. Ich fange jetzt einfach mal an, ganz von vorne. Und ganz von vorne heißt von der Entscheidung, wieso wollte ich eigentlich plötzlich Musik studieren? Das war bei mir nicht so, dass ich, seit ich 11 bin, irgendwie wusste, okay, ich will unbedingt Musik studieren, das ist das Einzige, was ich machen will. Sondern es war vielmehr so, dass ich erstmal, nachdem ich sehr viel Gitarre gespielt habe in der Schulzeit und mein Vater dann, glaube ich, auch gesagt hat, also so ans Abi und so, an die Entscheidung ging, was machst du jetzt? Ja, willst du nicht irgendwie vielleicht Musik studieren, weil das machst du ja eigentlich den ganzen Tag. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache erstmal was Richtiges, was Vernünftiges, weil es bei uns auch an der Schule so ein bisschen der Vibe war, man macht halt entweder irgendwie, man geht studieren oder man macht eine Ausbildung, aber bloß irgendwas Vernünftiges. Ich habe also erstmal Publizistik und Wirtschaftswissenschaft in Mainz studiert und ja, war auch cool, habe ich ja fertig studiert und aber in der Zeit gemerkt, ich habe eigentlich auch wieder überwiegend mit Leuten, mit Musikern irgendwie zusammengehangen. Und bei denen hat sich dann tatsächlich auch der Wunsch so ein bisschen, da gab es dann die Diskussion, was machen wir denn jetzt? Und dann sind halt so Namen von irgendwelchen Musikunis und Möglichkeiten durch die Luft geflogen. Ja, ich wollte unbedingt Rock-Pop studieren. Deswegen habe ich mich nur darauf konzentriert bei der Suche. Und habe dann mal, also in Münster zum Beispiel kann man es studieren, in Osnabrück gibt es einen sehr guten Studiengang, da gibt es verschiedene private Sachen, die privaten Sachen sind aber bei mir eigentlich weggefallen. Auch das Berkeley-Amerika-Ding sind deswegen weggefallen, weil es einfach schlichtweg zu teuer ist und in den USA leben und so. Nee. Der ursprüngliche Plan war, ich habe dann gehört, Mannheim soll sehr cool sein. Deswegen ich auch noch dachte, Mannheim ist sehr cool. Es ist nah an Wiesbaden dran. Und ich dachte, man kann dann so vielleicht auch, kann ich erstmal zu Hause wohnen bleiben und dann ein bisschen pendeln und so, ist dann günstiger. Dass ich das nicht gemacht habe, war eine sehr gute Entscheidung, weil, kommt dann auch noch ein bisschen nachher, es ganz wichtig ist, dass man da vor Ort ist und einfach mit den Leuten Musik macht. Und es klappt halt nicht, wenn man immer abends wieder nach Hause fahren muss. Da hatte ich auch einige Kommilitonen, bei manchen hat es ein bisschen besser geklappt, bei manchen ein bisschen weniger. Aber einige, die dann in die Heimat gefahren sind, die haben sich dann ganz schön ausgeklinkt und waren eher so, naja, nicht so präsent irgendwie. Hatten in der Folge dann vielleicht auch ein bisschen weniger Bands und so weiter. Ja, also ich bin dann nach Mannheim gezogen, beziehungsweise, ich muss erst mal erzählen, ich habe mich erst mal beworben, habe den schon veröffentlichten Track Mohaka extra damals für die Aufnahmeprüfung geschrieben, so ziemlich. Ist schon ein bisschen in meinem Kopf rumgegeistert und so, aber das war dann der Anlass, den mal fertig zu bringen. Und noch ein paar Sachen von meiner Band Short Circuit damals, beziehungsweise das habe ich eingeschickt, dann wird man zur Aufnahmeprüfung, zur Audition eingeladen. Dann kommt man da an, ist super aufgeregt und muss erstmal so ein Musiktheorie-Ding über sich ergehen lassen. Und da muss man Akkorde hören und Melodien und so weiter. Und dann muss man auch noch einen kleinen Aufsatz schreiben über ein bestimmtes Thema. Ich glaube, das war damals Vor- und Nachteile von Castingshows bei mir. Konnte man sich aber auch aussuchen. Und wenn man das dann geschafft hatte, dann durfte man vorspielen. Und wie gesagt, ich habe dann Mohaka und 2 weitere Songs vorgespielt und musste dann gab es noch so einen Ad-Hoc-Teil. Da hat der Peter Wölpel, mein Dozent, zu dem werde ich nachher auch noch ein bisschen was sagen, der Peter hat dann so verschiedene Snippets aus Songs, die es gab oder die er selbst irgendwie so loopmäßig komponiert hat, ich weiß es nicht genau,
hat er abgespielt und man musste dann im Prinzip teilweise nach Vorgabe, also such mir mal die Akkorde raus und spiel die mal nach. Oder das ist jetzt irgendwie so ein Seed-Song-Snippet, also von der Band Seed. Und spiel mir doch da mal so eine coole Funky-Gitarre dazu und so. Also eben eigentlich wie so im Studio, ne? Wenn man für jemanden was produziert, dann so Aufgaben, die halt ein Produzent von einem verlangen würde, wenn man Studiomusiker ist. Und ja, genau, dann hatte ich das gemacht und hat auch irgendwie vom Gefühl her gut geklappt. Und dann kam kurze Zeit später eben die Einladung, die Annahme. Dann bin ich hingezogen. Dann ging das erstmal los. Erstmal erste Woche und also super spannend, irgendwie so eine Einführungswoche, wo man dann auch ein bisschen schon miteinander Musik gemacht hat. Dann dachte man natürlich erstmal, okay, jetzt machen wir ganz viel Musik. So war es dann doch nicht. Also wir haben dann natürlich auch unseren normalen Stundenplan gekriegt. Ich kann ja einfach mal so erzählen, was wir am Anfang so hatten. Es gibt am Anfang so Grundkurse, in denen im Prinzip, also sowohl also PMD, ich sage jetzt einfach mal, es gibt einmal PMDler, die werde ich vielleicht ein paar Mal noch verwenden. Das heißt Popmusikdesign, das sind quasi die Instrumentalisten, Leute und Singer-Songwriter und so. Und dann gibt es noch die MBler, das sind die Musik-Business-Leute, selbst erklärend, was die machen. Es sind 2 verschiedene Studiengänge, die aber im ersten Jahr sehr viel zusammenarbeiten. Das ist auch ein bisschen das Besondere, dass man eben schon so Kontakte in die Musikwelt, jetzt ganz speziell an der Popakademie, knüpft, weil das sind dann auch Leute, die dann später zu Labels gehen, zum Beispiel zu Universal oder Sony, da findet man ganz viele von denen, auch Absolvierende. Ja, die kennt man dann einfach schon mal. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet oder so, egal ob es jetzt in der Schule oder im Studium ist, einfach Leute kennen und das ist auch ein ganz großer Punkt, auf den ich später nochmal komme. Es geht beim Musikmachen auch natürlich darum, dass man das Instrument spielen kann, aber vor allem um Netzwerken. Das ist so sau wichtig und hat mir schon so viele Jobs irgendwie eingebracht, dass ich einfach Leute kannte. Das ist auch natürlich in anderen Berufen absolut so. Also man arbeitet natürlich immer gerne mit Leuten zusammen, die man schon kennt, anstatt jetzt irgendwie, dass man mal gehört hat, dass es da irgendjemanden in Hamburg oder Berlin gibt, der ganz cool Gitarre spielt und den man mal empfohlen bekommen hat, ne? Genau, also wir hatten dann erstmal zusammen diese Grundkurse. Da ging es zum Beispiel drum, erstmal so ein grober Überblick über verschiedene Sachen im Studium. Also da ging es um Musiktheorie und Artist Development und einfach mal alles so erstmal zusammengewürfelt. Wie arbeitet man wissenschaftlich? Eine Vorbereitung aufs Studium. Zweiter Grundkurs war dann, und zwar, also Grundkurse hatte man, glaube ich, immer Montag bis Mittwoch. Irgendwie von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr, also wirklich echt lang am Tag und wirklich intensiv. Und im zweiten Grundkurs, also GK2, da hat man dann eine reale Band zugeteilt bekommen. Also es gab diese so Konzerte, die nennen sich Bandpool-Konzerte. Das sind einfach Bands, die bewerben sich und kriegen dann dieses Bandpool-Coaching-Programm. Und von denen sollten wir uns eine aussuchen und über die dann für die so ein Konzept irgendwie ein bisschen machen. Also ja, einfach ein bisschen an deren Konzept arbeiten, was passt da noch mit Social-Media-Strategie und allem Möglichen. Da musste man dann eine Hausarbeit drüber schreiben. Das war natürlich unheimlich beliebt. Aber an der Stelle nochmal, da habe ich sehr viel davon profitiert, dass ich vorher schon mal was anderes studiert hatte und auch schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben hatte. Weil da sind wirklich einige Leute sehr verzweifelt dran. Und ich fand es jetzt auch nicht cool, aber ich wusste wenigstens so, wie ich einen Text halt schreibe. Und dann gab es GK3, da sollte man, das war so ein bisschen ein Business-Kurs, also ein Business-Vorbereitung. Das Ganze übrigens geht über die kompletten ersten 2 Semester, also ein Jahr im Prinzip. Diese Grundkurs 1 bis 4. GK3 war dann so ein bisschen, was ist eine SWOT-Analyse, was ist Gewinn-Verlust-Rechnung und so weiter. So Sachen. Und wir mussten dann ganz konkret einen Pitch machen für ein Produkt oder irgendeine Geschäftsidee, die wir hatten. Das war so ein bisschen wie vielleicht Höhle der Löwen oder so. Und mussten dann da auch ganz konkret sagen, okay, wie wollen wir das vermarkten, wie es ja auch bei Bands ganz realistisch einfach auch sein kann oder wenn man da mal eine Geschäftsidee hat.
Natürlich jetzt alles nicht, das war jetzt kein Wirtschaftsstudium, ne, aber es war halt mal so ein Überblick auch für uns, für Musiker, die sonst vielleicht gar keinen Zugang dazu hatten, außer dass ich es im Nebenfach schon mal studiert hatte in Mainz, was auch ein Vorteil war. Und bei GK4 ging es dann sehr viel so um ein visuelles Konzept von der Band. Da hat man sich dann auch wieder eine ausgesucht. Das war, glaube ich, irgendeine Popakademie-Band, die sich darauf beworben hatte. Und da hat man dann halt so ein bisschen, keine Ahnung, so einen visuellen Trailer und sowas entworfen und das auch dann wieder vorgestellt in der Präsentation. Und zwischendrin hatte man dann natürlich immer Hauptfach, also Gitarre und Nebenfach. Und zwar immer wechselnd. Also es gab immer die Hauptfach- und die Nebenfachwoche. Das kann jetzt sehr erschreckend wenig klingen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte sozusagen, die es an der Popakademie gibt. Dass es sehr wenig natürlich Instrumentalunterricht leider ist. Liegt aber natürlich auch daran, oder dass es so ist, dass es staatlich ist. Man zahlt nichts. Also die Dozierenden sind natürlich die teuersten. Einzelunterricht ist das teuerste, was es gibt. Und Gruppenunterricht erzeugt halt viel weniger Kosten. Aber das ist dann auch die Entscheidung, wenn ich jetzt wirklich alle meine Skalen hätte hoch und runter pauken wollen, dann hätte ich vielleicht doch lieber Jazz studiert. Aber mir ging es ja so ums Ganzheitliche. Wie lebt man als Musiker? Wie mit Leuten spielen und so weiter. Und deswegen dachte ich irgendwie auch schon beim Lesen so von den ganzen Beschreibungen und so weiter, eher, das ist meins. Kann auch völlig verstehen, wenn das jemand anders machen will. Sehr beliebter Weg ist übrigens auch, im Bachelor zum Beispiel Jazz zu studieren und dann an die Popakademie für den Master zu gehen. Das machen so viele Leute. Macht auch absolut Sinn. Zusätzlich dazu hatte man natürlich auch noch so Musiktheorie, donnerstags immer. Also Musiktheorie bestand aus 2 Teilen eigentlich. Das einmal Musiktheorie, also Chords hören und Melodien hören, also Gehörbildung. Und dann gab es immer den, wie hieß der denn, Rhythm Training Teil. Und beim Rhythm Training, das war so cool und ich habe da so viel gelernt, ging es eben drum so um Body Percussion und so weiter. Das hatten wir dann im Master tatsächlich auch beim Udo Dahmen, der da so der Vorreiter, also Udo Dahmen ist der Gründer der Popakademie eigentlich und der langjährige Direktor. Der hat das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber so ein bisschen etabliert auch in Deutschland, dass man eben, ihr seht jetzt meine Füße nicht, aber man geht mit dem Fuß, also läuft erstmal so 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und dann klatscht man dazu. Also 1, 2, 3, 4. Und dann macht man das im Kreis und das ist eine super Übung, die mache ich auch super gerne mit meinen Coaching-Bands. Die ist super unbeliebt, weil sich alle irgendwie wie im Klatschkurs vorkommen, aber das ist das Beste, was ihr machen könnt. Also da habe ich mega viel gelernt. Dann gab es noch, dann hatten wir noch Bandarbeit. Also das war eigentlich ziemlich frei, weil es gab jetzt nicht irgendwie, ihr habt eine feste Band und mit der werdet ihr dann arbeitet irgendwie, sondern es war eigentlich wie auf dem freien Markt. Also man hat sich halt Bands gesucht, hat Leute angesprochen, ey, ich hab Bock, irgendwie eine Metalband zu machen oder so, dann lass doch mal irgendwie was starten. Und da ging es schon los mit der Eigeninitiative, die sehr, sehr wichtig ist, weil wenn man sich halt so gar nicht drum gekümmert hat, dass man eine Band hatte, dann hatte man auch keine Band. Wobei auch beim ersten, also beim Bachelor, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, die dann, also Corona, die Sachen ein bisschen schwieriger gemacht haben. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ja, auf jeden Fall hatte man, wenn man dann mal eine Band hatte oder auch mehrere, meistens hatte man mehrere, hatte man dann auch von verschiedenen Coaches eben Bandcoaching. Genau, das waren zumindest, ich glaube, einen Monat danach musste man so ein Work-in-Progress-Konzert spielen schon mit einer Band, die man hatte. Und am Ende des Semesters gab es dann beim Tag der offenen Tür ein großes Konzert und das war dann tatsächlich auch eine Prüfung. Also die Erstsemester-Bands müssen dann da immer spielen und werden dann da auch wirklich mit Noten bewertet. Und ja, man kann bei so Prüfungen auch durchfallen. Das passiert gar nicht so selten, wie man denkt. Also es ist nicht einfach vorspielen und ja gut, passt schon, sondern da gibt es wirklich sehr, sehr ernste Kriterien. Also wenn sich die Band nicht genug bewegt auf der Bühne oder so, oder also es wird erstmal vorausgesetzt, dass natürlich musikalisch alles super ist, aber wenn so bestimmte Sachen, also natürlich ist es jetzt im ersten Semester
wesentlich weniger hart wie beim Abschlusskonzert. Aber beim Abschlusskonzert sollte das sollte eine super Show sein einfach. Sonst gibt es halt eine schlechte Note und man fällt dann auch durch. Ja, soweit erstmal zum Ablauf. Es gab dann noch die Projektphase, also es ist dann quasi Jahr 2 und 3 des Studiums, sind dann die Projektphase, genau. Da konnte man sich dann Sachen aussuchen, also da gab es dann sowas wie Artist Development und so weiter und ich glaube Konzerte und Events, so hießen die Kurse dann und irgendwie Songwriting, also irgendwie so Dinge halt. Und gleichzeitig hatte man aber immer wieder auch Hauptfach, Nebenfach. Ich hatte jetzt Keyboard am Anfang, das konnte man auch wechseln. Und eben die ganzen Rhythm Training und Musiktheorie-Geschichten, Gehörbildung. Gab es natürlich auch, in allem gab es irgendwie eine Prüfung, so ziemlich. Und dann ging es schon los. Dann ist das Ganze bei mir ein bisschen abgewichen, weil ich bin dann nach Chicago gegangen, ins Auslandssemester. Da könnte ich jetzt auch wieder ein ganzes Video drüber machen, aber ich will ja eigentlich nicht so weit abschweifen. Ich sag nur, es war super geil, es war eine mega Erfahrung, nachdem ich immer gesagt hatte, nee, Ausland, teuer und dann habe ich es doch mal gemacht und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und auch da muss man sich sehr informieren. Es gibt dann auch so Möglichkeiten. Da habe ich dann irgendwie das Baden-Württemberg-Stipendium oder sowas gekriegt. Auf die Sachen muss man sich halt erstmal bewerben und das ist auch sehr viel Arbeit. Aber es lohnt sich dann eben, weil man kann sich dann eben, auch wenn man jetzt nicht irgendwie tausende Euro auf der hohen Kante hat, kann man sich das eben dann doch leisten. Ich kam aus Chicago wieder und dann kam erstmal Corona. Und ja, Studieren in Corona, das war nicht cool. Also es ist nicht das Coolste, Musik zu studieren, wenn man nicht mit anderen Musik machen darf, weil man die nicht sehen darf. Ich brauche es nicht erzählen, wie es mit Zoom und so war. Auf jeden Fall hat das dann zu der Entscheidung geführt, dann auch den Master zu machen, weil ich eben mit der ganzen Sache, ich hatte das Gefühl, ich war mit der ganzen Sache noch nicht ganz durch. Ich hatte zum Schluss dann, weil ich ja auch in Chicago gewesen war, keine Band mehr, weil also die Bands, die ich vorher hatte, die haben einfach während Chicago nicht da sein und dann noch Corona, das haben die einfach nicht überlebt. Und ja, dann bin ich eben wieder sozusagen neu eingestiegen zum Master dann und habe dann auch super coole Bands gefunden und der Master war eigentlich alles, was dann mich sozusagen für die Corona-Zeit entschädigt hat. Und den ganzen Ablauf würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen. Jetzt, um mal so ein bisschen so eine Kapitelstruktur drin zu behalten, würde ich euch erst kurz noch sagen, wer meine Dozierenden waren, wen ich da so alles hatte, damit ihr dann einen Überblick habt. Also ich hatte einmal den Peter Wölpel, den hat man am Anfang, haben alle Gitarristen am Anfang, der hat unter anderem mit Billy Cobham gearbeitet und so weiter und mit Falco im Studio und ist ein super Gitarrist und auch in der Münchner Szene und so weiter da unterwegs. Dann der Jan Zerfeld, den kennen vielleicht einige von euch von Panzerballett. Seine super coole Jazz-Fusion-Metal-Band. Hat auch schon auf Wacken gespielt und so weiter. Sehr, sehr cool. Mit dem hat man natürlich eher so, sagen wir mal, komplexere Sachen gemacht. Und dann den Koscho, das ist der Gitarrist von den Söhnen Mannheims. Koscho, super cooler Typ auch, kann Slide und so weiter. Mit dem habe ich dann so Sachen gemacht, eher ein bisschen die ungewöhnlicheren Sachen, also Slide, dann so Effektlandschaft bauen. Das war eine Abschlussprüfung. Das heißt dann wirklich so über 10 Minuten lang irgendwelche Delays reinfaden und wieder raus und so weiter, so Ambient Music halt. Außerdem Percussion-Gitarre haben wir auch gemacht. Auch da musste ich dann einen Song in der Abschlussprüfung machen. Mache ich vielleicht auch noch mal irgendwann ein Video dazu, zu dem allerletzten Song, den ich dann im Master gemacht habe. Der ist ganz cool geworden. Das war ein Cover von Killing in the Name für Percussion-Gitarre halt. Ohne, dass ich jetzt die Mega-Expertin da drin bin. Das habe ich halt mal dafür gemacht. Zwischendrin hatte man auch noch den Gaggi Mrotzek. Der ist der Produzent von Bochum, von Herbert Grönemeyer unter anderem. Und auch ein super lieber Typ, der hat ein Riesensammelsurium an Gitarren und Gitarrenequipment in seinem Studio. Das ist unfassbar, weil er hat früher auch in den 80ern und so weiter mit so
alle möglichen Herstellern gearbeitet, an irgendwelchen Prototypen und die hat er dann da auch noch rumfliegen und so. Es ist mega cool. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht gehe ich mal irgendwann, frage ich mal irgendwann, mach bei dem mal ein Video oder so. Auch so Workshops. Es gab immer so Gastdozierende und ein paar kennt ihr vielleicht. Also Martin Miller kennen bestimmt sehr viele von euch. Das war ein sehr, sehr cooler Workshop. Auch würde ich sagen, eins meiner Highlights im Studium, wo er auch viel über Phrasing und so weiter geredet hat. Dann hatten wir noch die Yazzie Hofer, hat auch mal einen Workshop gemacht. Die Jen Majura hat mal einen Workshop gemacht. Und es soll auch mal irgendwann der Guthrie Govan da gewesen sein. Das war aber wohl vor meiner Zeit. Außerdem hatten wir nicht nur diese Workshops, sondern wir hatten teilweise auch direkt von Gastdozenten dann Einzelunterricht. Also zum Beispiel vom Daniel Stelter weiß ich das noch. Der hat unter anderem auch mit den Heavy Tones gearbeitet und so weiter und auch ganz viele andere Sachen gemacht. Das waren so die Gastdozierenden und weitere. Das waren natürlich auch irgendwie Highlights. Dann hatten wir so verschiedene so Songwriting-Camps und so weiter, die waren auch sehr cool. Und ein ganz großes Highlight war natürlich auch mein Praktikum beim HP 42. 12 Wochen lang, genau, habe ich dem über die Schulter geguckt. Wir haben 42 Gear Street gemacht und so weiter und war super cool. Hätte ich auch nie gemacht, wenn ich nicht an der Popakademie gewesen wäre. Erstens. Wahrscheinlich aber auch nie, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Das war die eine coole Sache, die sich durch Corona ergeben hat, weil ich mir nämlich dann dachte, normalerweise sucht man jetzt irgendwie, keine Ahnung, geht irgendwie in ein Label oder was weiß ich was und schaut da halt mal. Oder normalerweise Vorgabe für so Praktika ist ja oft auch, dass es eine bestimmte Mindestarbeiteranzahl gibt, Mitarbeiteranzahl. Und hier war jetzt eben das Ziel, okay, wie finde ich einen Betrieb, in dem ich cool was machen kann, was auch sonst da passiert, wo es aber nur 1 oder 2 Personen gibt. Und ich finde sowas mal. Und da der Henning halt ein weitgehend Einmannbetrieb ist, bis auf Leslie, ging das halt wunderbar. Ich habe da mitgeschnitten und so weiter. Also eine super coole Zeit. Ja, das waren so die, abgesehen von allen möglichen Sachen, die sich mit irgendwelchen Bands ergeben haben und so weiter. Das waren natürlich alles auch Highlights. Jetzt komme ich mal zu diesem Part, okay, für wen macht das Sinn, Musik zu studieren und ist das überhaupt nötig? Beziehungsweise ich fange mal so mit den typischen Bedenken an, die man da so hat und die ich auch hatte. Zum einen zum Beispiel habe ich dann, wenn ich das jetzt beruflich mache, habe ich dann überhaupt noch Lust, Gitarre zu spielen, so für mich privat? Und dazu kann ich sagen, die Sorge war absolut unbegründet, weil ich habe heute so viel Bock, Musik zu machen wie noch nie zuvor. Also ein Jahr nach Abschluss meines Studiums. Klar, zwischendrin, wenn man dann mal irgendwie für so eine Prüfung oder so lernt, dann kann man halt verschiedene Übungen auch nicht mehr so ganz sehen. Aber es gab einfach so viele bestätigende Momente und wo man dann gemerkt hat, okay, das ist das, warum ich das eigentlich mache. Also mit Leuten Songs schreiben und so weiter. Und es gab auch mal ganz tolle Herausforderungen, sowas wie, wir sollten aus Alltagsgeräuschen einen Song machen. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich in meinem Musikalltag so mache. Aber es waren echt mal Herausforderungen. Ne? Also ich habe dann irgendwie meine Zahnbürste aufgenommen und so weiter und gesampelt und einen Staubsauger und keine Ahnung was. Und daraus dann noch irgendwie einen sinnvollen Song gemacht. Ich sollte mal ein 4-stimmiges Streicherquartett. Ich habe mich noch nie mit Streicherquartetts oder Bratschen oder irgendwas auseinandergesetzt. Aber einfach mal so, ja, mach halt mal, probier mal. Und letztlich ist das ein Riesenpunkt, dass man dann eben gesehen hat, okay, ich habe das vielleicht noch nie gemacht und ich kann mir das gerade auch nicht vorstellen, aber ich muss halt, wenn ich dran arbeite und mir da Mühe gebe, dann klappt das auch. Es wird jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, was ich jemals veröffentlichen will, aber ich kann das irgendwie und ich krieg das dann hin. Und auch bei sowas wie diesen ganzen Instrumental-Sachen, im Prinzip alles, was ich jetzt rausbringe, ist auch in der Zeit des Studiums entstanden auf dem Album. Teilweise waren das dann auch irgendwelche Aufgaben, also man sollte dann zu den Prüfungen sollte man auch immer irgendwie 1, 2 Songs schreiben. Und ja, immer das fand ich halt cool, diese Herausforderung, die einfach das Studium, man musste das machen, um weiterzukommen. Und deswegen hat man es dann auch gemacht und einfach mal probiert und dann festgestellt, okay, irgendwie klappt das ja auch. Ich bin ja gar nicht so doof.
Und ein anderer Punkt ist natürlich immer dieses, ja, was macht man dann damit und kann man davon überhaupt leben und selbstständig und so weiter sein, und unregelmäßiges Einkommen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich absolut eine Typsache. Also gerade dieses Selbstständigsein, das muss man sich ganz genau überlegen, ob das Sache für einen ist. Ich will jetzt nicht sagen, ja, macht es auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was für euch. Da muss man sich ein bisschen kennen. Also wenn man schon in der Schule oder so immer Probleme hatte und alles so ganz auf den letzten Drücker gemacht hat, dann kann dieses Leben als Selbstständige sehr anstrengend sein. Weil man hat natürlich immer wieder irgendwelche, also man muss sich eben, wie es schon sagt, ne, selbst und ständig, man muss sich eben selbst organisieren, sich seine Jobs und so weiter selbst rankarren. Es läuft selten einer auf einen zu und sagt, mach das mal so, sondern ja, es entsteht eben sehr viel auch durch Eigeninitiative. Man findet so Bands, man muss gut netzwerken. Man muss jetzt nicht unbedingt unglaublich extrovertiert sein. Also ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch sonst, auch immer gewesen. Aber auch da hat es mir unheimlich geholfen, dass ich einfach mal über meinen Schatten springen musste, weil ich gemerkt habe, okay, du musst die Leute anlabern, dass du halt Bands findest. Weil sonst schenkt dir die Popakademie auch keine Bands. Also wenn du dich da nicht anstrengst, dann hast du halt keine Band. Du wirst dann nicht irgendwie eingeteilt und dann wird gesagt, mit denen musst du jetzt Musik machen, sondern wenn du halt keinem auffällst und wenn du keinen ansprichst, dann hast du keine Band und dann dauert dein Studium länger, weil dann kannst du halt keine Prüfungen spielen. Ne? Deswegen, das bewegt einen auch nochmal sehr dazu, ein bisschen aus sich rauszugehen. Abgesehen natürlich davon, dass man auch immer mal Performance-Coaching sowas hat, was übrigens auch eine super coole Sache ist. So, wie sieht man überhaupt auf der Bühne aus, dass man das mal von einem Performance-Coach oder einer Choreografin erzählt bekommt. Da kommen echt coole Ergebnisse raus und der A-B-Vergleich ist der Wahnsinn. Und ja, so Zeitmanagement. Auch sehr, sehr wichtig. Also, dass man sich zeitlich selbst einteilen kann, weil man sich auch oft selbst Termine machen muss und sich sagen muss, okay, da habe ich Zeit und dafür, keine Ahnung, da muss ich noch irgendwie jetzt, ich bräuchte eigentlich noch eine Woche, um irgendwo für was zu proben oder so oder zu üben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch so ein bisschen auf jeden Fall, dass man mit seinen Finanzen umgehen kann. Also wenn ich immer wenn ich so der Typ bin, es kommt was aufs Konto und ich hau das alles direkt raus. Schwierig. Weil man muss natürlich sich dann auch mit so Sachen wie der KSK und so weiter beschäftigen und Privataltersvorsorge, das gehört alles dazu. Aber das finde ich gerade spannend und das finden vielleicht nicht alle spannend. Also wenn man eher so jemand ist, okay, ich arbeite halt von 9 bis 17 Uhr und dann möchte ich aber auch echt auf meiner Couch liegen und entspannen, dann ist das auch cool, aber dann sollte man vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, was man macht, Selbstständiger beziehungsweise als Musiker wird es dann busy schwierig, weil man muss dann halt auch mal nach 22 Uhr noch irgendwie was üben oder was machen oder so, ne? Ich mache jetzt auch gerade die Videos, man muss halt ein bisschen mehr machen als das, für was man jetzt direkt bezahlt wird, sagen wir mal. Aber durch Unterrichten und so weiter auch diesen ganzen Educating-Bereich. Deswegen auch mega gut, dass ich diesen Educating-Artist gemacht habe. Ja, also da kann man wirklich auch gutes Geld verdienen. Also ich habe einfach im Studium ganz, ganz viele Lebenswege und Lebensentwürfe von Leuten gesehen, die Musik machen. Und man denkt ja erstmal, oder viele Leute denken irgendwie, ah ja, dann studierst du Musik, als Musiker musst du reich und berühmt werden oder Taxi fahren. Ne? Das sind so die zwei Möglichkeiten, die es im Kopf von vielen Leuten gibt. Und das ist so weit von der Realität entfernt. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich kenne niemanden, der Taxi fährt. Und das Reich und Berühmt, das werden auch nur ganz, ganz wenige. Und es ist auch teilweise, wie gesagt, auch wieder Leute kennen, ein bisschen Glück haben, natürlich auch sehr gut sein, klar. Aber darauf kann man nicht planen. Also, und die Popakademie würde auch nie sagen, keine seriöse Universität sollte jemals sagen, wir machen euch reich und berühmt. Weil das ist Quatsch. Aber es gibt eben, es ist mehr so dieses Aufzeigen von Berufswegen und Möglichkeiten. Also erstmal natürlich coachen, unterrichten und so weiter. Das mache ich jetzt auch viel.
Und das ist natürlich auch eine Mischung aus allem. Ne? Das macht das für mich auch sehr, sehr spannend. Ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, ich mache jeden Tag was vollkommen anderes. Ich mache beim Bernd irgendwie die Video-Feedbacks, dann Coaching, dann habe ich vielleicht mal irgendwie Online-Schüler, dann mache ich hier noch YouTube. Ich mache noch also alles, was so an Gigs und so weiter anfällt, mein Album. Und diese ganzen Sachen, ne? Und auch selbst bei den Gigs, das sind total unterschiedliche Sachen. Da spielst du vielleicht mal ein Musical, dann spielst du halt irgendwie hier Tribute, da mal bei irgendeinem, keine Ahnung, Singer-Songwriter, da mal bei einem Rapper, mal Metal. Allein schon diese Genre-Vielfalt, ne? Und diese Möglichkeit an Auftrittsmöglichkeiten, allein das macht das schon super, super spannend und super abwechslungsreich. Das muss man halt auch wissen und wollen. Ne? Also wenn man sagt, ich will immer das Gleiche machen und ich möchte einen möglichst geregelten Tagesablauf, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Dann gibt es natürlich immer so den Punkt, dass Leute sagen, naja, es gibt ja heute das Internet und so, das Wissen kann man sich doch auch alles so selbst irgendwie ranschaffen. Und Bücher lesen und keine Ahnung, Einzelunterricht beim Lehrer und so. Ja, also das Wissen aus Büchern, YouTube und so weiter kann man sich auf jeden Fall, wahrscheinlich auch mehr noch, als ich jetzt aus dem Studium an reinen Inhalten hatte. Wenn man sich da 3 Jahre lang Zeit nimmt und sich damit intensiv beschäftigt, dann kann man da auf jeden Fall auf ein ähnliches Wissen kommen. Das Ding ist halt, dass es dann nicht der Hauptlebensmittelpunkt ist von dem, was man macht, sondern man ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, Arzt oder so und beschäftigt sich dann nebendran noch, studiert dann noch so Musik. Das kann man natürlich schon machen, aber wie ich eben gesagt habe, es ist eben auch so ganz wichtig, dass man eben diese ganzen Kontakte knüpft und mit Menschen zusammenarbeitet. Und wenn man jetzt einfach nur vor seinem Computer sitzt oder ein Buch liest oder so, dann wird man zwar am Instrument sicherlich besser und hat ein unglaubliches Wissen vielleicht auch über Musiktheorie, aber dieses Ganze mit Leuten, mit richtig guten Leuten zusammenspielen, eben auch Leute kennenlernen, so ein Netzwerk aufbauen, dann auch bei verschiedenen Kommilitonen sehen, wie das dann so funktionieren kann. Also ich kenne zum Beispiel irgendwie Leute, oder Absolvierende, die dann zum Beispiel von Assassin's Creed Valhalla den Soundtrack gemacht haben und auch für BMW und so weiter, was du ja gar nicht siehst. Also das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie groß auf der Bühne stehen und, keine Ahnung, Taylor Swift sind oder so. Aber Leute, die eben auch im Hintergrund ja arbeiten können, ne? als Producer oder sowas. Dann haben wir so Leute wie Loy. Also sagt jetzt vielleicht, weil der Kanal, ihr seid wahrscheinlich eher auch wie ich so Rockfans und so. Aber Loy zum Beispiel läuft im HR3 und so weiter hoch und runter. Die hat auch mit mir angefangen. Damals, als ich im Master war sie im Bachelor. Und ja, die ist auf einmal irgendwie total bekannt geworden. Da stimmt dann halt doch wieder dieses, ja, berühmt werden und so weiter durch Musik. Aber das sind natürlich die allerwenigsten. Aber das heißt nicht, dass die anderen irgendwie gescheiterte Musiker sind oder sowas, sondern die können dann auch davon gut leben. Und wie gesagt, muss ich es halt einteilen. Also man muss halt einfach wissen, dass nicht jeden Monat ein fixes, gleiches Gehalt reinkommt. Es kommt halt mal ein bisschen weniger, jetzt sind vielleicht irgendwie Ferien. Und dann kommt aber auch mal wieder viel mehr, als bei anderen halt reinkäme, weil man halt irgendwie, was weiß ich, 25 Tage eine Tour gespielt hat. Da kenne ich auch jemanden, der das jetzt gemacht hat. Das sieht wahrscheinlich ganz schön überdurchschnittlich aus zu vielen anderen, die so Angestellte sind oder so. Ne? Und das muss man sich halt einteilen. Muss man Teile sparen davon und dann kann man auch das echt gut überleben, sage ich mal. Und das fand ich halt auch an der Popakademie cool, dass halt einfach Leute aus der Praxis da waren. Es ist jetzt auch nicht Popakademie exklusiv so, sondern das ist eigentlich immer so, dass du halt an so Musikunis Leute hast, die ja noch aus der Praxis kommen. Also ich glaube, in Münster ist irgendwie der Alex Auer oder so heißt der hat, glaube ich, mal bei Helene Fischer gespielt. Und so Studioleute, ne? Und der Frank Itt, den hatten wir zum Beispiel, der ist bei der Bassist, ein unglaublicher Bassist von Howard Carpendale und auch von Arrowhead, also Markus Demel, falls den jemand kennt, mega deutscher Gitarrist, wahrscheinlich einer der deutschen Gitarristen überhaupt. Und natürlich nicht nur das Wissen könnte man sich theoretisch auch so aneignen. Auch ein beliebter Weg. Ich mache irgendwie was, womit ich dann nach
nach Dienstschluss auch abschließen kann, also irgendwie Beamter oder so. Und dann habe ich ja den Abend immer frei und dann spiele ich halt noch also mein komplettes sonstiges Leben befasst sich mit Musik. Das kenne ich auch, das klappt auch sehr gut. Da kenne ich auch jemanden, der hat jetzt auf dem Summer Breeze gespielt, der Alex Reichert mit Kupfergold. Der hat es genauso gemacht. Der hat, soweit ich weiß, nicht Musik studiert. Klappt auch. Aber man hat natürlich da, wenn man sich sowieso mit anderen Musikstudierenden umgibt, dann hat man natürlich da immer Leute, bei denen man weiß, okay, denen ist das auch sehr, sehr wichtig. Also normalerweise, oder es ist ja oft bei Bands so, einer ist total engagiert und denkt, dass das voll vorangeht und so weiter. Dann ist vielleicht noch ein zweiter dabei. Das sind dann so die Band nach vorne treiben. Und dann sind irgendwie 2 Leute dabei, die, naja, gut, machen ja so ein bisschen Musik, aber eigentlich wollen sie dann auch irgendwie, ja, eher so einen gemütlichen Job und dann eine Familie gründen und so weiter und wollen halt nicht auf Tour gehen und Alben und was weiß ich was. Und wenn du jetzt an der Popakademie zum Beispiel oder an einer anderen Uni eine Band gründest, dann ist das sehr hochwahrscheinlich, weil diese Leute sich ja dafür entschieden haben, beruflich Musik zu machen, dass sie das ein bisschen ernster meinen auch. Und dass man mit denen auch was langfristig anfangen kann und die da auch dahinter stehen und da auch mitgehen. Und auch ein Punkt, wir haben so eine dicke, fette Popakademie WhatsApp-Gruppe. Da sind, ich habe nochmal geguckt, ich glaube 620 Leute drin. Das ist so ein bisschen wie Forum, aber in gut und du kennst die Leute. Sowas wie, ich brauche für Montag irgendwie jemanden in München, der geile Bandfotos macht oder so. Oder Artwork, zum Beispiel die Luisa Anna Heinig, die meine 3 Artworks gemacht hat für Mohaka und so weiter. Und jetzt auch für das aktuelle Album das Artwork macht, auch eine Empfehlung aus der Popakademie WhatsApp-Gruppe. Und dann halt aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, hat jemand ein Klinke auf XLR-Kabel in Mannheim oder mein Quad Cortex hat ein Problem, hatte das auch schon mal jemand. Ich muss mit der Gitarre reisen, was habt ihr da für Tipps? Kennt ihr irgendjemanden, der geile Tonabnehmer reparieren kann oder so in Mannheim? Alles. Und meistens kriegt man auch irgendwie eine Antwort. Ich hatte zum Beispiel neulich auch irgendwie so ein Copyright-Problem auf YouTube, wo mein eigener Song quasi gesagt wurde, dass ich da die Rechte nicht zu habe. Und auch da konnte ich jemanden fragen. Und das ist super, super cool. Das ist quasi ein Musik- und Musikbusiness ChatGPT irgendwie. Und allein das ist so viel wert. Also, weil ich jetzt glaube, dass das Video schon ganz schön lang ist, jetzt nochmal so ein kurzes Fazit mit den wichtigsten Punkten. Also, muss man unbedingt Musik studieren, um Musik machen zu können und auch erfolgreich Musik zu machen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber es hilft eben, erstens mal beim Netzwerk knüpfen und zweitens diese ganzen Erfahrungen, dass man mit so vielen verschiedenen Leuten mal ungezwungen Musik macht. Ich möchte es jedenfalls nicht missen, aber es ist auch nicht für jeden was. Das muss man individuell wissen. Kann man denn davon leben? Ja, kann man. Man muss halt wissen, dass man selbstständig ist, muss sich selbst kennen und muss auch halt, darf sich nicht zu schade sein, auch mal irgendwie zu unterrichten oder mal einen Gig zu spielen, auf den man jetzt vielleicht nicht 100% vom Stil her Lust hat. Man darf vor allem auch nicht mit der Erwartung rangehen, ich werde jetzt reich und berühmt. Das ist einfach Quatsch. Das kann klappen, aber da sind so viele andere Parameter einfach im Spiel. Das kann man kaum beeinflussen. Aber man kann eben immer sozusagen sehr viel Einsatz zeigen und sehr viel Eigeninitiative reinbringen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wird man auf jeden Fall einen Weg finden, wenn das überhaupt alles für einen was ist. Wenn man dann feststellt, das ist irgendwie selbstständig sein und irgendwie kein geregeltes Einkommen, was ja auch nur heißt, dass nicht jeden Monat das Gleiche reinkommt. Das ist nichts für mich. Dann vielleicht lieber nicht. Es gibt auch Leute, die studieren Musik einfach aus Interesse und machen dann doch was ganz anderes. Habe ich auch 2 Mal irgendwie unter Kommilitonen erlebt. Ja, von daher, wie gesagt, höchst individuelle Entscheidung, wie jede Berufsentscheidung. Und man sollte vielleicht auch mal so in sich reinhorchen
und sich so weit selbst kennen, dass man zum Beispiel, ja, man jetzt irgendwie sich jedes Mal total zum Üben quälen muss oder zumindest zu dem, was man üben sollte, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt was für einen, weil natürlich muss man immer, also egal ob im Studium oder dann auch als Berufsmusiker, auch mal Sachen machen, die man jetzt von sich aus vielleicht so nicht gemacht hätte. Also irgendwie für einen Gig halt 5 Stunden üben statt nur der halben Stunde, die man eigentlich an dem Tag jetzt gerade Lust hat, weil es zu heiß ist. Und es ist dann eben ein Job, ne? Man muss es dann halt auch so als Job behandeln. Und vielleicht ist es ja für euch irgendwie ein Thema, dann könnt ihr mir gerne auch irgendwie nochmal, ihr könnt mir gerne natürlich allgemein auch gerne Zusatzfragen stellen. Weil ich werde jetzt hier nicht alles drin gehabt haben. Also es gibt vielleicht auch Details, die ich einfach jetzt vergessen habe. Könnt ihr auch irgendwie mal privat schreiben, gerade wenn ihr wirklich konkret überlegt, Musik zu studieren oder vielleicht auch an der Popakademie. Vielleicht kann ich euch noch irgendwie was zu Aufnahmeprüfungen oder sowas sagen. Auch immer gerne. Habe ich auch schon sehr, sehr viele Leute gehabt. Ja, von daher, wenn ihr nicht überlegt, Musik zu studieren, dann habt ihr jetzt vielleicht gerade mal so einen kleinen Einblick, wie das aussieht im Musikstudium. Jedenfalls in meinem. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotz des langen Videos jetzt Spaß und habt ihr ein bisschen was gelernt, euren Horizont erweitert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.